In dieser Folge zeigen wir euch, was es für die Beantragung von Kurzarbeit in der Schweiz zu beachten gibt. Wenn du direkt zu dem Teil des Videos springen willst, der dich brennend interessiert, dann kannst du es unten in der Videobeschreibung über die Timestamps machen. Nach dem kurzen Intro sind wir gleich wieder da. Die Auswirkungen des Coronavirus treffen einige Branchen mehr als andere. Für uns Content Creator fallen auch Aufträge weg, wenn wir zum Beispiel für Events Bewegtbilder produzieren. Die ganze Veranstaltungsbranche ist natürlich betroffen und auch die Hotel- und Tourismusbranche. Die Wirtschaft als Ganzes leidet und es wird vielerorts über Kurzarbeit nachgedacht. Was gilt es da zu beachten? Wie kann man sie beantragen und was sind die Voraussetzungen? Und warum können zum Beispiel wir für uns selber keine Kurzarbeit beantragen? Und all die Informationen jetzt in diesem Video gelten für die Schweiz. Wie es in Deutschland und Österreich gehandhabt wird, haben wir erstmal nicht recherchiert. Ja, bleiben wir zuerst mal in der Schweiz. Ja. Und weil sich die Lage ständig ändert, ändern sich auch die Voraussetzungen. Unten in der Videobeschreibung findest du einen Link zum Staatssekretariat für Wirtschaft. Der Link führt auf eine Seite, die laufend aktualisiert wird. Dieses Video hat 3 Teile. Erstmal fassen wir ganz kurz zusammen, was der Zweck der Kurzarbeit ist. Danach zeigen wir dir, wie du sie beantragen kannst. Als letztes wollen wir dich motivieren. So wie du es dir von diesem Kanal gewohnt bist. Wir wollen dich motivieren, auch in schwierigen Zeiten dran zu bleiben und haben da ein paar erfrischende Gedanken für dich. Wir bieten hier natürlich keine Rechtsberatung an und es handelt sich auch nicht um eine Handlungsempfehlung. Das ist klar. Als erstes ist zu sagen, Kurzarbeit wird vom Arbeitgeber beantragt. Als Arbeitnehmer muss man da erstmal nichts tun. Die Kurzarbeit ist eine Maßnahme, um zum Beispiel in einer Rezession Arbeitsplätze zu erhalten. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, die Auftragslage bricht ein, aus welchem Grund auch immer. Das Unternehmen bezahlt natürlich weiterhin die Löhne der Arbeitnehmer, also die Ausgaben bleiben gleich, aber die Einnahmen schrumpfen zusammen. Jetzt müsste man, um das Unternehmen als solches zu retten, Arbeitnehmer entlassen. Das Unternehmen wird dann schlanker, kann sich neu formieren und wenn dann die Lage wieder besser ist, wieder anfangen zu wachsen. Und umgeht so eigentlich dem Konkurs. Und weil es oft ein komplett übertriebenes Vorgehen wäre, gibt es die Lösung der Kurzarbeit. Die Arbeitsverträge bleiben alle bestehen. Man reduziert um einen gewissen Prozentsatz die Arbeitszeit. Machen wir mal ein Beispiel und um es einfach zu machen, sagen wir, das Unternehmen reduziert die Arbeitszeit um 50% und der Mitarbeiter bekommt 6.000 Franken brutto. Jetzt bekommt er also vom Unternehmen nur noch 50% davon. Das sind 3.000 Franken. Und auf diese 50% kriegt er von der Arbeitslosenkasse nochmal 80%. Das sind 2.400 Franken, also insgesamt 5.400 Franken. Du bist aber gut im Rechnen. Voll das Mathe-Genie hier. Ja, es geht noch weiter. Es sind also 600 Franken weniger für den Arbeitnehmer. Dafür hat er, wie gesagt, immer noch seinen Arbeitsvertrag. Diese Arbeitsstelle hat er einfach noch. Und wenn er Arbeitslosengeld, also wenn ihm gekündigt werden würde und er Arbeitslosengeld erhalten würde, wäre das weniger als diese 5.400 Franken. Als Arbeitnehmer muss man übrigens die Kurzarbeit nicht annehmen. Man kann auf den bestehenden Arbeitsvertrag pochen quasi. Außerdem muss man die Kurzarbeit 10 Tage im Voraus beantragen, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob das jetzt in diesem Fall auch immer noch so ist oder ob das was ist, was eben jetzt kurzfristig angepasst wurde. Punkt 2. Wie kannst du Kurzarbeit beantragen und was musst du dabei beachten? Den Antrag für Kurzarbeit findest du unter www.arbeit.swiss. Dort klickst du unten auf den Menüpunkt Arbeitgeber und unten auf Formulare. Da bei der Liste kannst du links noch die Auswahl verkleinern, indem du auf Arbeitgeber klickst. So findest du dann schneller das richtige Formular. Den Link zu der Formularliste findest du auch unten in der Videobeschreibung. Als Selbstständiger oder als kleines Unternehmen, wo du dich selber anstellst, kannst du keine Kurzarbeit beantragen. Das ist jedenfalls unser aktueller Kenntnisstand. Falls du was anderes weißt oder auch jetzt zu allem, was wir hier gesagt haben, noch Ergänzungen hast, kannst du gern unten einen Kommentar schreiben. Die Kurzarbeit ist für deine Angestellten gedacht, welche nicht als Gesellschafter finanziell an deinem Unternehmen beteiligt sind. Aber vielleicht kommen noch weitere Maßnahmen vom Bundesrat, wer weiß. Kann sein. Und das führt uns zum dritten und letzten Punkt. Wir als Content Creator sind doch ehrlich gesagt immer in einer herausfordernden Lage. Wir wollen kreativ und unabhängig sein und gleichzeitig müssen wir schlau wirtschaften mit unseren Ressourcen. Und dann kommt plötzlich ein externer Einfluss, mit dem niemand gerechnet hätte.
und bedroht alles, was du aufgebaut hast und an dem du dich so erfreust. Da kann eine Angst in einem aufkommen. Und über diese Angst müssen wir offen sprechen. Sonst kann sie einen nämlich lähmen und in eine passive Haltung bringen. Wir suchen dann schnell einen Schuldigen oder hoffen auf einen Retter, der plötzlich auftaucht. Auf einen Helden. Und merken nicht, dass wir eigentlich uns dadurch zum Opfer machen. Lasst uns doch in dieser herausfordernden Zeit füreinander da sein. Motiviert euch lieber gegenseitig, als auf 20 Minuten alle 20 Minuten zu checken, was wieder Schlimmes passiert ist. Jetzt ist gerade auch eine Zeit, wo viel auf Reset gesetzt wird. Nehmen wir uns doch mal die Zeit und schauen uns für unser Leben an, wo wir nach einem Reset neu anfangen würden oder was wir nach einem Reset anders machen würden. Vielleicht braucht ja unser Lifestyle auch einen Neustart, um langfristig erfolgreich zu sein. Und vor allem lasst uns dieses Gefühl der Angst nutzen. Man kann nämlich dieses Gefühl auch positiv nutzen, um neue kreative Lösungen und Möglichkeiten zu finden. Denn es gibt zum Beispiel die Schattenseite der Gefühle und das sind Emotionen wie Angst, Scham, Trauer oder Wut. Und dann gibt es aber auch die Kraftseite. Und hier wandelt sich Scham in Selbstreflexion und Wut in konstruktive Aktion und Trauer in Annahme und die Angst eben in Kreativität. Wie du die Gefühlskraft praktisch aktivieren kannst, zeigen wir dir am Montag mit einer neuen Folge hier auf diesem Kanal. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann abonniere doch diesen Kanal und lass dich von uns motivieren. Hier bekommst du immer montags und freitags ein neues Video für deinen Erfolg als Content Creator. Und derweil dreht nicht durch, sondern haltet durch und vor allem startet durch. Und seid vor allem nett zueinander.